Brandenburg in der Nähe von Graz gibt es eine gläserne Manufaktur eines Herstellers, der Fairtrade und Bio nur verkauft. Und dem wollen wir heute mal mit spitzem Verstand und ganz spitzer Zunge auf den Grund gehen. Hier werden die Kakaobohnen von den Kooperativen direkt im Regenwald angeliefert. Die sind fermentiert und getrocknet und natürlich der wichtigste Ausgangsstoff für die Produktion der Schokolade. Josef Zotter kauft ja nur bio-zertifizierte und über den Fernhandel über Fairtrade zertifizierte Rohstoffe ein. Hier riecht es relativ stark nach Essig. Das sind die frisch fermentierten, getrockneten Kakaobohnen. Und die Aufgabe des Schokoladiers ist jetzt, die unerwünschten Aromen durch die nächsten Verarbeitungsschritte rauszubekommen und die durchaus erwünschten Aromen zu behalten. Hier ist der erste Kakaobrunnen. Das sieht zwar schon aus wie Schokolade, ist aber noch keine Schokolade. Das heißt, hier sind die Kakaobohnen geröstet, von der Schale befreit, debakterisiert und sind das erste Mal durch die erste Mühle gelaufen. Da sind jetzt noch alle 1000 Aromen drinnen. Das ist der Ausgangsstoff für die weitere Verarbeitung. Sehr intensiv. Hier werden die Rezepturen für die Schokoladen zusammengestellt. Das heißt, es kommt die Kakaorohmasse, Kakaobutter, Gewürze, Milch, Zucker. Je nach Rezeptur wird hier vermischt. In der Conche wird die Schokolade bei gleichbleibender Temperatur im flüssigen Zustand gerührt. Das heißt, durch dieses Rühren werden die nicht erwünschten Aromen entweichen und die lieblichen Aromen bleiben. Lecker. Blutrausch. Aha. Mit was? Das ist wohl mit echtem Blut. So, jetzt haben wir hier wirklich einen sehr, sehr leckeren Rundgang gemacht. Als letztes gab es hier Fischköpfe, karamellisiert mit Kokos. Also hier wird immer wieder was Neues ausprobiert. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir es schaffen, vielleicht hier den Gründer und Hausherrn zu treffen. Er hat sich nämlich für uns tatsächlich ein bisschen Zeit genommen. Wir haben heute das große Glück, hier in der gläsernen Manufaktur der Zotter Schokolade zu stehen und persönlich mit Josef Zotter sprechen zu können, dem Firmengründer und Lenker. Ja. Hallo. Hallo, servus. Und wir würden jetzt gerne mal ein paar Fragen an den Josef Zotter stellen, die wir auch immer bei unseren Veranstaltungen bekommen. Viele Konsumenten, die bei uns am Stand sind, fragen ja, ist denn der faire Handel auch gleich Bio oder was ist jetzt eigentlich besser? Bio oder fair? Ja, natürlich die Kombination von beiden ist es. An sich, also für mich gibt es keine Alternative. Nicht? Also es geht nur Bio und fair, weil wie soll das eine das andere ausschließen oder nicht benötigen? Bekommt ein Bauer, wenn er jetzt Bio produziert und dadurch wahrscheinlich auch höheren Aufwand hat, vielleicht auch weniger Ertrag, bekommt er mehr für seinen Kakao? Naja, das ist ja genau geregelt. Nicht? Also es ist für die Bioproduktion sind es diese 350 US-Dollar, die der Bauer also im Schnitt Aufschlag kriegt. Das ist ein bisschen Länder unterschiedlich, aber eben diese 350 Dollar und für die Fairtrade-Prämie ist glaube ich die 260, 280 Dollar. So, das ist der Aufschlag, den der Bauer mal kriegt. Aber was mir mehr oder mir wichtiger ist ja, dass das war lang für uns schwierig, das zu kommunizieren, dass man den Kakaobauern nicht nur auf die Bio-Prämie und auf die Fairtrade-Prämie da jetzt einschärft, dass man sagt, schau her, du arbeitest ökologisch, du haltest die sozialen Standards ein, hast vielleicht weniger Ertrag, hast aber einen besseren Geschmack oder bessere Qualität. Und so ein Schokoladehersteller wie ich, der freut sich natürlich, wenn er dann einen Kakao in Händen hat, der einfach dreimal so gut ist wie der andere. Und so gesehen kaufe ich ja dann eigentlich billiger ein wie der Mitbewerb. Ich muss manchmal wirklich lachen, wenn ich sage, ich habe 3-mal, 5-mal so guten Geschmack und zahle aber nur das Doppelte.
Also bin ich der Gewinner. Ja, da sehe ich, wie die Augen leuchten. Ein kleines Spezifikum, und zwar gibt es diesen Slogan Bean to Bar. Das gibt es jetzt bei sehr kleinen Schokoladenherstellern, Qualitätsherstellern, hört man das jetzt öfter. Was bedeutet das eigentlich? Ja, Bean to Bar übersetzt heißt von der Bohne bis zur fertigen Schokolade den ganzen Produktionsprozess zu machen. Und ich glaube auch, ein Bean to Bar Hersteller, der übernimmt ja auch irgendwie Verantwortung. Und um das geht es ja auch, weil der beschäftigt sich einmal grundsätzlich mit dem Kakao. Sie können sozusagen nicht nur stellen nicht nur von der Bohne bis zur Schokolade her, sondern können sozusagen auch den Herkunft oder den Geburtsort der Bohne bestimmen und wissen, was dort in etwa passiert auf dieser Kooperative. Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Weil jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, der will was auch beitragen, dass es vielleicht morgen eine bessere Welt gibt. Und der will ja auch haben, dass er sagt, okay, ich will den Kakaobauern unterstützen, der das auch wirklich macht, der die Standards einhaltet. Den Kakaobauern, der sich mit der Thematik beschäftigt, der macht automatisch wahrscheinlich, das ist jetzt, kann man vermuten und ist auch so, auch die bessere Qualität, weil der liebt seinen Job, der macht seine Arbeit gern. Und jemand, der seine Arbeit gern macht, der macht einfach automatisch etwas besser. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die Rechnung für den Fernhandel, der viel mehr wert ist wie die eigentliche Prämie. Und deswegen sage ich immer, ein Qualitätsbetrieb erkennt man sofort daran, wenn man in ein Lager geht und Kakaosäcke sieht. Weil in dem Moment, wo es Kakaosäcke gibt, stehen ja die Lots oben. Das ist ein Riesenunterschied, als ob wenn das Big Bags sind oder Containeranlieferung ist, weil da wird alles zusammengemixt. Und da hat jeder Kakaosack seine Nummer, wir können das genau rückverfolgen und das ist nicht nur für uns, es ist einerseits wichtig, erstens für den Konsumenten, dass er das, was er kauft, auch drinnen hat, aber es ist auch wichtig für den Kakaobauern, das ist ja die Wertschätzung. Wenn wir von irgendeiner wichtigen Schokolade oder von einem wichtigen Geschmack reden, das können wir schon machen, aber das Wichtigste ist der Kakaobauer, weil der produziert einmal den Kakao und ohne guten Kakao gibt es keine gute Schokolade. Was ist also der Vorteil dafür, für einen Kakaobauern oder für eine Kooperative, jetzt einen fair gehandelten Kakao zu verkaufen oder zu produzieren? Gibt es wirklich einen? Viele sagen ja, Fairtrade, das bringt gar nicht wirklich viel. Es gab kritische Medienberichte. Ja, bei uns ist es halt, also man muss sich mal vorstellen, wenn man bei uns von $300 redet pro Tonne Kakao, dann wird man sagen, das hat ja keine Auswirkungen. Nicht? Weil das sind, ich weiß nicht wie viele Autotanks und dann ist das weg sozusagen. Nicht? Und eine Tonne Kakao ist ja wirklich viel oder so. Nicht? Natürlich für einen Lateinamerikaner oder für jemanden, der in Afrika irgendwo unter schwierigen Verhältnissen lebt, für den sind $100 natürlich schon mal viel. Das ist einmal die Ausgangssituation. Aus meiner Sicht die größten Auswirkungen sind, dass es eine Kooperative gibt, dass es eine Gemeinschaft gibt, dass es Versammlungen gibt, dass sie die Leute diskutieren, dass sie ihre Probleme auch offenlegen. Natürlich kann man auch besser kommunizieren, jetzt was Qualitätsstandards betrifft, weil letztendlich die Kooperative, wenn sie es schafft, guten Kakao zu machen, das ist ja dann, das hebt den Preis tatsächlich und spielt halt Geld dann auch in die Kasse, um wieder ein bisschen was zu verbessern. Und ich meine, es ist natürlich so, die Auswirkungen, das ist präpotent als Europäer, wenn man sagt, naja, die Leute sind im Fernhandel und die sollen jetzt ein Wasserprojekt umsetzen, ein Schulprojekt oder so irgendwas, und die sollen das jetzt machen, weil das haben wir jetzt zahlt. Und natürlich kommt es auch öfter vor, dass Leute dann sagen, naja, und jetzt die Kooperative kauft zum Beispiel ein zweites Auto. Vorher haben sie eins gehabt, jetzt haben sie plötzlich ein zweites, weil sie halt sagen, ja, dann können wir besser unsere Leute versorgen und so. Könnte man sagen, ja, das braucht man nicht unbedingt. Oder die Leute kaufen sich Handys oder Fernseher. Jetzt kann man sagen, ja, das will man eigentlich nicht unterstützen, weil ich meine, es gibt Wichtigeres zu tun. Ja, das ist ein bisschen eine falsche Sichtweise, die wir haben. Also zumindest mir passiert das öfter, dass mich Leute dann schon darauf anreden, weil früher habe ich das eher kritischer gesehen, weil irgendwo habe ich die Fälle davon schwimmen gesehen, weil man denkt, wenn dann plötzlich Leute sich mit Handys rennen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, das braucht doch keiner. Wo die Leute dann sagen, ja, aber das wollen wir ja auch haben, weil ich habe es ja auch. Ich meine, das muss man ja auch verstehen. Verstehe ich jetzt auch. Und deswegen ist es ja so wichtig, das muss das Ziel sein, dass es für alle gleich ist. Dann gibt es die Diskussion nicht mehr. Solange es irgendwo ein Ungleichgewicht gibt, wird die Diskussion immer da sein und einem wird es schlechter gehen und den anderen geht es besser. Und eigentlich wäre es klasse, wenn wir in Europa ein bisschen was zurücknehmen täten und die anderen ein bisschen aufheben würden, damit es ausgleichen. Ja, dann wäre die Welt gerechter.
Super, also wir haben heute richtig viel erfahren und ich bin total froh und auch mit leckerer Schokolade sehr, sehr zufrieden heute hier aus dieser gläsernen Manufaktur erhellt herauszugehen und ich würde nochmal sagen, lieben Dank. Tausend Dank, ich bin gefreut, dass du da warst. Dankeschön. Ich bedanke das immer, wenn kritisch hinterfragt wird. Super.